Hallo meine Freunde, willkommen zu unserem neuen Video. Und zwar beschäftigen wir uns heute mal mit einer Nikon L840 Kamera. Ein typisches Problem der Nikon ist ein gebrochenes Display. Ihr seht, hier geht überhaupt nichts mehr im Display, hier war auch mal eine mechanische Beschädigung und die Streifen beginnen auch schon hier oben. Üblicherweise würde man denken, so ein kaputtes Display bedeutet auch den Tod der Kamera. Aber man kann die Displays einzeln für kleines Geld im Internet kaufen. Und ich möchte euch heute zeigen, wie man das Display wechselt. Bevor wir mit der Kamera anfangen, schalten wir sie natürlich aus und entnehmen die Batterien. Bevor wir die Kamera jetzt aber öffnen, noch zwei Sicherheitshinweise. Wenn ihr die Kamera Fronten aufmacht, müsst ihr bedenken, da ist noch ein geladener Blitzkondensator drin. Der hat noch eine ganze Weile Energie, auch wenn die Batterien außen sind. Aber auch beim Display brauchen wir eine gewisse Sicherheit, und zwar müssen wir auf statische Aufladungen achten. Profis benutzen hierzu ein Anti-Statik-Band. Müsst ihr dann natürlich anpassen an eure Handlänge. Und das Gegenende kommt auf die Schutzerde. Wenn ihr sowas nicht habt, dann berührt wenigstens eine Heizung und achtet darauf, dass nicht allzu viel synthetische Stoffe in der Nähe sind. Wenn ihr das Display wegklappt, dann nochmal so, dann erkennt ihr hier unten zwei kleine Kreuzschlitzschrauben. So, für die Schrauben braucht ihr einen Philips 3x0 Schraubenzieher und dann könnt ihr sie, wenn ihr unten ein bisschen gegenhaltet, vorsichtig entfernen. Die gleiche Nummer mit der zweiten Schraube. So, wenn die Teile mal raus sind, könnt ihr mit dem Fingernagel hier die Deckel entnehmen. Der eine fällt nach oben und der andere fällt nach unten raus. Das Display selbst hat 4 Schrauben, an jeder Ecke eine. Gleiche Nummer, gleiche Schraubenziehergröße. Vorsicht, die Schrauben sind etwas länger als die anderen zwei, also hebt sie separat auf. Dann kommen noch die Schrauben an den anderen zwei Ecken. Zum Glück sind die Schrauben wenigstens alle gleich. Und die letzte hier. Jetzt könnt ihr mit dem Fingernagel hier reinfahren und vorsichtig den hinteren Rahmen entnehmen. Der bleibt einfach hängen. So, und dann sind wir eigentlich schon am Corpus Delicti. Hier ist die Steckverbindung des Displays. Hier kommt das Display selbst. So, bei der Steckverbindung müsst ihr so ein Plastikwerkzeug nehmen und dann klappt ihr die hier hoch. Habt ihr gesehen, die ist gerade um 90 Grad hochgesprungen. Das war schon. Dann kann man den Displaystreifen hier aus den Kontakten entnehmen. So, jetzt geht er mit dem Fingernagel oder mit so einem Plastikwerkzeug mal da vorsichtig außen rum. Das ist da so mehrfach ein bisschen eingehackt. Jetzt ist ein ganz schönes Stück gekommen. Und dann müssen wir da unten weg und jetzt haben wir den äußeren Rahmen. Schauen wir mal, ob der symmetrisch ist. Am Display, hier ist eine kurze Kante und die kurze Kante muss in den Bereich des Rahmens wieder rein. Also hier ist er asymmetrisch in dem Punkt. Danach könnt ihr das Display einfach so entnehmen. Schon ein bisschen vorsichtig sein und schon ist es außen. Das war das alte Teil. Das neue Teil sieht identisch aus. Es hat zwar einen silbernen Rahmen, aber ihr seht, die Elektronik ist identisch. So, dann fädeln wir das gleich ein. Das heißt, das ging hier so rein. Dann passt es hier in den Blechrahmen. Der kurze Teil des Rahmens klipst hier drüber. Und schon sind wir drauf. So, wenn wir mal drauf sind, müssen wir die Steckverbindung reinmachen. Für die Steckverbindung klappen wir das Display hier maximal weg. Dann muss das hier unterm Rahmen durch. Beim Einprägen von der Steckverbindung müsst ihr darauf achten, dass die Stecker bis zu der Nase, also dass das Band bis zu der Nase erstmal reinrutscht. Erst dann wird die Sicherung aktiviert.
Das heißt, es muss hier so, und jetzt müsst ihr schieben, 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 bis es reinrutscht. Hier festhalten und jetzt kommt erst der Clip rum. Jetzt ist das Display wieder verriegelt. Dann kann der Deckel wieder drauf. Der Deckel hatte die 4 langen Schrauben, wenn man bei der Größe noch von lang reden kann. Und beim Zudrehen müsst ihr jetzt achten, dass es erst links rumdreht, bis sie kurz Klick macht. Dann hat sie ihr altes Gewinde gefunden und dann mal ganz vorsichtig nur ein Stückchen ansetzen. Die gleiche Nummer mit allen Schrauben, also erstmal rückwärts drehen, bis er einrastet in das Gewinde und dann geht sie vorwärts rein. Ah, habt ihr gehört? Jetzt hat sie ihr altes Gewinde gefunden und jetzt geht sie rein. Die gleiche Nummer mit der letzten Schraube. Immer schön achten, auf keinen Fall mit Gewalt. Die schneidet nur einmal ein Gewinde. So, das war schon die letzte. Das heißt, die können wir dann schon anziehen. Dann kommt die nächste. Das drehen wir wieder um. So, okay. An der Stelle testen wir mal. Ich mache also mal die Batterien rein. Mal, ob die Geschichte funktioniert. Wunderbar. Ihr seht, funktioniert wieder einwandfrei. Die Deckel sind ein bisschen unterschiedlich. Der mit den Hülsen für die Gewinde kommt jetzt von dem unteren Teil der Kamera her auf die 2 Löcher im Blech. Dann drehen wir die Kamera um und jetzt kommt der obere so, hier sind die Schraubenlöcher, die müssen jetzt in die Richtung zeigen, so rum drauf, dann klipst der ein mit einem ganz leichten Druck. Und zum Schluss setzen wir noch die 2 kleinen Schräubchen ein. Aha, hat geklickst. Können wir es andrehen, noch nicht festmachen, immer erst schauen, ob alle Schrauben passen. So, dann noch die zweite. Aha, haben wir schön deutlich gehört. Die können wir jetzt gleich anziehen. Die geht auch. Und fertig ist die Kamera. Und zum Schluss entfernen wir noch die Schutzfolie. Jetzt ist unsere Kamera wieder wie neu. Wir sind am Ende von unserem Video. Ich habe euch gezeigt, wie man für wenig Geld die Kamera wieder rettet. Geht alles wieder. Also, tschüss, bis zum nächsten Video.